kreative Mäuse und herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu diesem neuen Video. Und ich dachte mir, ich nehme euch einfach mal mit, was ich die Woche so Kreatives erlebe. Und ich habe nämlich ein paar Sachen geplant, neue Sachen nähen, will noch ein paar Sachen erledigen und ja, wird so ein kleiner Vlog durch meine Woche. Ich war eigentlich auf dem Weg ins Café, aber dann hat mir Ikea mitgeteilt, ach, sie kommen gleich, also muss ich jetzt erstmal warten, denn ich habe mir so eine TV-Wand gebaut. Sie ist nicht ganz perfekt, aber da gucken wir ein bisschen weg. Und hier fehlt noch ein Regal und das wird hoffentlich gleich geliefert. Ansonsten, Leute, ich habe jetzt einen Drucker, weil ich dachte mir so, ja, meine Schnittmuster muss ich ja irgendwie auch ausdrucken können. Das Problem war, der neue Drucker war kaputt und jetzt habe ich einen neuen bekommen und den muss ich jetzt noch zurückschicken. Erwachsenensachen sind manchmal ganz schön zeitaufwendig und nervig, aber ja. Ich dachte mir so, okay, wie nutze ich jetzt die Zwischenzeit? Weil normalerweise setze ich mich ans Handy und daddel da so ein bisschen rum, aber ich habe mir so eine Brotmischung hier gekauft und dachte mir, ich mache ein Schnellbrot. Ich habe nämlich aktuell Brotbacken für mich entdeckt. Ich mache das meist noch im Airfryer. Das geht richtig gut. Und dann habe ich auch schon ein geiles Brot fürs Wochenende. Ich könnte auch ein nices kaufen, aber selber machen ist doch nice, lieben wir. Ich denke, das werde ich jetzt einfach machen, weil ich habe noch ein Stündchen Zeit. Bisschen da reingeben. Und dann Wasser rein. Dann steht da auch einfach mit einem Schneewesen verrühren. Das fühlt sich irgendwie falsch an. Ja, ignorieren wir hier die traurige Pflanze. Ich habe mich schon um sie gekümmert, ja? What is that? Und deswegen werde ich keine Bäckerin. Oh, das riecht aber schon geil, to be honest. So, ich mache jetzt mal 200 Grad. Weil, oh mein Gott, 30 Minuten vielleicht und dann gucke ich mal rein. Brot ist fertig, ich habe mir hier ein bisschen was abgeschnitten mit Pistaziencreme drauf und jetzt gibt es einen Taste-Test. Lecker. Ich werde mich jetzt auf den Weg ins Café machen und da ein paar Sachen abarbeiten. Das eine Ikea-Paket kam auch schon an. It's a new day und die zweite Ikea-Lieferung kam an. Und zwar kam jetzt finally mein Regal an. Das werde ich jetzt aufbauen. Und ich wollte euch noch zeigen, was meine zweite Lieferung war, die gestern ankam. Das ist so spektakulär, Nudelholz. Aber was spektakulärer ist, und zwar gibt es bei Ikea ja so eine kleine Stoffecke. Und man kann die auch online bestellen. Und zwar habe ich also Stoff online bestellen. Und das ist einmal 1,50 auf 3 Meter, grau und weiß. Und ich dachte mir, also es ist 100% Baumwolle. Ich dachte mir, auch wenn ich mal irgendwie so einen Probeschnitt mache, super. Oder vielleicht kann ich ihn auch anders verwenden. Mal gucken oder auch färben und so. Und es hat mich 9,99 € gekostet und 3 Meter für 9,99 € finde ich das noch. Genau. Jetzt werde ich mal das Regal aufbauen. Ich bin schon gespannt, wie das Endergebnis aussieht, so alles harmonisch. Dann ist auch mein Wohnzimmer noch mal ein bisschen räumlicher getrennt von meiner Nähecke und ich freue mich richtig drauf. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, es doch direkt an die Wand zu machen. Ich dachte mir so, ich krieg das hin. Ich mache das jetzt einfach so, wie meine Mama das immer macht. Ich habe eine offizielle Bohrmaschine, aber ich habe keinen Akkuschrauber. Ich habe auch tatsächlich Aufsätze und ich habe mir schon Dübel irgendwo rausgelegt. Ich hoffe, meine Maschine kriegt es hin. Und es gibt ein richtig schönes Bild zusammen. Ich glaube, heute mache ich nicht mehr viel, ein bisschen chillen und morgen ist ein neuer Tag, bei dem ich kreativ werden kann.
ist Sonntag und ich gehe jetzt in den Mauerpark. Ich habe mich gerade fertig gemacht. Jetzt mal fit. Und es ist nämlich noch ziemlich kalt, auch wenn die Sonne scheint. Es sind tatsächlich ein paar Tage vergangen, in denen ich nicht so kreativ war. Und heute setze ich mich mal wieder ran. Ich muss nämlich ein paar Sachen reparieren. Die Sonne scheint hier auch richtig schön rein, wie man sieht. Ja, ich repariere eigentlich nicht so gerne. Aber, boah, jetzt. Was ballert die denn jetzt hier so? Ja, mich jetzt hier mit Sonne ertragen. Ich repariere eigentlich nicht so gerne, weil es mir nicht so viel Spaß macht. Aber es ist auch irgendwie zu schade, dass ich es dann nicht anziehe und es ist teilweise immer nur eine Naht oder so. Deswegen werde ich das jetzt reparieren. Ich mache das meiste mit der Overlock. Und ich war noch bei eBay und habe dafür ein bisschen was eingekauft. Und zwar ein Verschluss, weil mein Hosenverschluss abgeht bei einer Hose. Dann Gummiband für einen Rock. Dann habe ich tatsächlich noch was für nächste Projekte geholt. Ja, so einen Verschluss, den man auf und zu machen kann. Und noch Spitzenborte. Ein Maraflex. Ich liebe das. Das ist so ein elastisches Garn. Zum Beispiel für T-Shirts. Und ich habe mir so Gummi, so Bikini-Gummi geholt. Kann man auch mal gebrauchen. Aber fürs Projekt brauche ich jetzt nur die beiden Sachen. Ich muss meine Overlock jetzt auch umfädeln. Ich habe mir Erdbeeren gekauft. Ich weiß, man sollte es vielleicht noch nicht machen, aber die Auswahl war Erdbeeren oder Gummibärchen. Und ich dachte mir so, Erdbeeren sind dann doch ein bisschen gesünder. Und die schmecken auch echt schon gut. So, da, das ist auch schon mein Problemstapel. Hier ist die Naht gerissen. Was Zara-Top habe ich mal gekauft, aber das habe ich zu eng genäht. Das war mal zu weit, jetzt habe ich zu eng genäht. Jetzt ziehe ich es nicht an, finde ich irgendwie schade, deswegen muss ich es mittelnähen. Hier, das ist ein alter Rock von meiner Mom, den ich haben darf, aber ich mag den Bund nicht, deswegen mache ich ein schwarzes Gummiband dran. Und hier meine Hose, meine silberne Hose, da geht der Verschluss einfach ab und das machen wir auch neu. Ja, also ich würde sagen, let's go. Und für den Rock und für die Hose brauche ich, wie gesagt, die Overlock. Ich habe kein schwarzes Overlock-Garn mehr. Man sollte es vielleicht nicht machen, aber ich werde jetzt einfach 3 schwarze Garne nehmen. Auch so voll gemischt, einmal recyceltes Garn, normales Garn, aber ja. Ich liebe ja diese Box. Ich finde, die gibt mir sowas Schönes, Nostalgisches irgendwie. Gucken wir mal. Ich nehme jetzt tatsächlich, glaube ich, auch nur 3. So, kriegen wir mal die Hose um. Das ist irgendwie auch so richtig dünner Stoff. Ist klar, dass es irgendwann reißt. Aber gut. Nee, das sollte aber so gehen und dann fixiere ich die noch auf der anderen Seite oder steppe die ab. Ich möchte all black, deswegen trennen wir das mal ab. Ich würde es am liebsten abschneiden, aber machen wir das mal hier ganz vorbildlich. Und außerdem ist es auch zu weit, ich muss es enger haben. Das heißt, der wird irgendwie noch mehr gerafft. Finde ich dann jetzt für den Anfang. Können wir hier das Schildchen abmachen. Können wir das wieder dran nähen, weil wir cool sind. Ja gut, ich würde sagen, wir treffen uns dann einfach, wenn ich das alles aufgetrennt habe. Ja, der Rock ist aufgetrennt. Ich würde sagen, passt so, oder? Hier ist so mein neues Gummiband. Und das messen wir jetzt einfach mal ab. So schön wieder Frühling zu haben. Mehr Sonne. Ich lieb's. Es macht irgendwie richtig was mit der Laune. Der Rock soll ungefähr so hier sitzen, auch gar nicht so fest.
Ich glaube, das passt. Dann schneiden wir das hier ab und dann mache ich es mit Overlock zusammen. Und das kommt dann an den Rock dran. Und dann ist er auch eigentlich schon fertig. Richtig geil. Gummi zusammen. Kleiner Fail, weil ich habe mir jetzt nicht gemerkt, wo vorne und hinten ist. Aber hier sind die Seiten. Dann die andere. Und wo ist denn hier die Hälfte? Und dann nehme ich da nochmal die Hälfte und mache das so fest. Genau. Et voilà, es ist dran genäht. Ich habe alle meine Kleidungsstücke mittlerweile korrigiert und mir was zu essen gemacht. Es ist ein bisschen Zeit vergangen. Und mir gerade diese süße Pouch hier genäht. Kommt auf die Rückseite noch was hin. Das wird ein Geschenk und eine nähe ich für mich. Und ich würde sagen, ich nehme mich einfach mal bei der zweiten mit. Die erste habe ich schön abfotografiert mit so einer kleinen Schritt-für-Schritt-Anleitung. Das lade ich dann auf Instagram hoch. Da könnt ihr gerne auch mal vorbeischauen. Generell freue ich mich auch, wenn ihr hier oder auf Instagram ein Abo da lasst und mich damit unterstützt. Ist kostenlos. Okay, kommen wir zur Tasche. Ich habe jeweils schon 2 Außenstoffe und das Futter zweimal ausgeschnitten. Und ich habe schon das Volumenvlies aufgebügelt. Also ich hatte eins zum Bügeln, habe es aber trotzdem auch nochmal fixiert für die Steppoptik, obwohl der Stoff es eigentlich schon hat. Ich habe einfach mal beide Varianten gemacht. Doppelt hält besser. Man kann sich für eine Sache entscheiden. Und jetzt, ich habe das nämlich ein bisschen größer als die Schablone zugeschnitten, damit auch alles passt. Und das werde ich jetzt im nächsten Schritt schön zusammenschneiden. Das Futter habe ich in der Größe zusammengeschnitten. Und dann gucken wir mal. Die ging jetzt eigentlich ganz fix. Mal gucken, ob die andere genauso fix geht. Ich nähe gar nicht so oft so Accessoires. Ich will jetzt nicht lügen, aber eigentlich eher Kleidung. Aber irgendwie dachte ich mir, das ist doch eigentlich ein ganz süßes Geschenk. Und wenn ich eh schon dran bin, kann ich mir auch noch was machen. Vor allem sind die, finde ich, super praktisch für so eine kleine Bag in a Bag. Dass man, wenn man irgendwie so mit einem Shopper unterwegs ist, dass nicht alles so in der Tasche rumfliegt. So, ich habe hier schon mein Label drauf genäht. Und auf die anderen Seite mit so einem Zickzackstich, ein anderes, da kommt dann noch der Name drauf oder irgendwas Schönes. Und den Reißverschluss habe ich auch vorbereitet, den habe ich abgeschnitten und hier hinten so ein Ding dran genäht. Als kleiner Hack, damit die Labels nicht verrutschen, wenn man sie aufnäht, weil bei mir verrutschen sie irgendwie immer. Es gibt so einen Textilfixierstift und es klappt echt richtig gut. Ja, man könnte es vielleicht auch mit Uhu probieren, aber ich habe den halt daheim. Und ich nehme jetzt mal hier den Außenstoff und dann, ich habe einen nahtverdeckten Reißverschluss genommen und merke gerade, dass ich es falsch rum angenäht habe. Vielleicht sollte ich auch einfach schon ins Bett gehen. Ich glaube, wir haben 10:30 oder so. Aber nee, ich will das jetzt fertig machen. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei mir passiert es so schnell, dass ich irgendwas falsch rum annähe. Aber ja, nobody's perfect, nicht wahr? Jetzt habe ich noch einen Zickzackstich eingestellt. Ja, ich weiß, ich soll ins Bett gehen. Mache ich's? Nein. Oh Mann, ey. Aber so wird's doch nie langweilig hier. Ich bin auch nicht so vorbildlich, was Nadelwechseln angeht. Aber vorhin habe ich gemerkt, die ging gar nicht mehr durch. Die ist einfach übelst stumpf. Und dann war ich so, ja, okay, sollte ich vielleicht mal wechseln. Ich hoffe, ihr wechselt vorbildlicher als ich. Ich hoffe auch einfach, dass es mit diesem Reißverschluss klappt, mit dem Nahtverdeckten. Aber es ist halt einfach die perfekte Farbe. Schauen wir doch mal. So, ich habe kurz Perspektive geswitcht. Ich nehme mir einen Außenstoff, lege den Reißverschluss falsch heran. So. Dann nehmen wir uns ein Futterstück und legen es auch hier ran. Und dann nähen wir das mit dem Reißverschlussfüßchen einmal hier fest.
So, jetzt merke ich mir, wo der Reißverschluss zugeht. Und zwar hier. Und dann mache ich ihn auf und nähe dann bis hier hin. Dann mache ich das Füßchen hoch und stecke den da so raus, weil dann versinkt der Reißverschluss nämlich schön. Und dann fahre ich bis zum Ende durch. Und so sieht es dann aus, der verschwindet schön. Das steppe ich dann jetzt ab. Und mache das gleiche auch auf der anderen Seite, dass ich das festnähe. Sehen wir, dass ich das hier so absteppe. So sieht das aufgeklappt aus. Und jetzt klappe ich das einmal hier so zusammen. Mache den Reißverschluss auf. Wichtig, sonst können wir es später nicht wenden. Und dann nähe ich einmal hier so lang. Lasse hier eine Wendeöffnung. Und dann ist es eigentlich schon fast ready. Jetzt müssen wir nur noch zurückschneiden und wenden. Richtig nice. So, jetzt wird es spannend. Ich habe hier die Ecken schon mal abgeschnitten. Und jetzt können wir das Ganze wenden. Und ich hoffe, es klappt alles. So, jetzt wird noch die Wendeöffnung geschlossen. Und dann ist das gute Stück fertig. Ich finde den Stoff auch richtig süß. So, das mache ich jetzt noch. So, es gibt hier gerade einen kleinen zeitlichen Sprung. Wir haben ein paar Tage später. Und ich habe das Mäppchen noch fertig bekommen. Hinten habe ich noch meinen Spitznamen drauf geplottet. Und bei dem Mäppchen zum Beispiel habe ich einen nahtverdeckten Reißverschluss genutzt. Und bei dem anderen normalen, das andere geht einfach auf und zu. Das hier, das ist halt einfach so ein richtig passender, also ich hatte den noch zu Hause, den Reißverschluss. Ich war nur so, der passt wie die Faust aufs Auge. Und bin richtig happy. Und dann habe ich noch ein süßes Schleifchen dran gemacht, was man aber auch mit einer Sicherheitsnadel abnehmen kann. Und ich liebe diese Taschen für so eine Bag in a Bag. Ich habe nämlich immer so eine Tasche, wo so das Wichtigste drin ist und das packe ich dann immer von Tasche zu Tasche. Das heißt, ich muss die eigentliche Tasche nicht immer neu packen, muss dann immer nur so Geldbeutel nur noch reintun, Schlüssel und Handy und ich habe da alles Mögliche drin. Also alles, was ich brauche, von Labello, auch mal einen Stift, dann habe ich Kabelkopfhörer, weil meine AirPods leer sind. Was habe ich noch alles drin? Pflaster, Desinfektionsmittel, Deo, also sowas alles. Und ich finde das richtig, richtig praktisch. Was ich die letzten Tage noch gemacht habe, bei dem ich euch nicht mitgenommen habe, seht ihr tatsächlich im neuen Video. Ich bin nämlich gerade so ein bisschen im Sport- und Fitness-Game und ich dachte mir, da fehlen mir noch die passende Kleidung zu. Die selbstgemachte Kleidung. Weil die ganzen Vögel. Und das seht ihr im nächsten Video. Deswegen ein kleiner Spoiler dafür. Schaut gerne mal beim Instagram vorbei. Da habe ich einen Karussell-Post dazu gemacht. Alles Schritt für Schritt. Und ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Bye, bye.